Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Ja, hallo Freunde. Wisst ihr, manchmal ist die Tätigkeit als YouTube-Reviewer schon sehr spannend. Die ist so ein bisschen wie so eine ungelabelte Liquidflasche. Es kommt halt ein bisschen darauf an, was so ein Produkt wirklich, wenn man das so reviewen möchte, hergibt. Manche Reviews machen sich praktisch von alleine, weil es viel über das Gerät zu erzählen gibt. Ja, da kommt so eine eigene Dynamik rein. Das klappt gut. Und dann gibt es so Produkte, die man in die Hand bekommt. Da packt man sich einfach nur um den Kopf. Ja, die sind vielleicht so schlecht, dass man viel erzählen kann. Und dann gibt es Produkte wie heute, die ich jetzt mal reviewen darf, weil mir hat Coilmaster was geschickt. Das kam eigentlich wenige Tage nachdem ein Video über diesen Captain Coil Maker raus war, kam das Angebot, hey, wir haben da was, das kannst du reviewen. Also gesagt so, okay, obwohl ich deren Captain Coil Maker so furchtbar verrissen habe, kommt jetzt also noch ein Angebot, Videos zu machen. Ja, na, seht mal, man braucht nicht irgendwie sich verrenken, um irgendwas positiv zu sagen, um irgendein Produkt zu reviewen. Es geht auch mit sachlicher Kritik. Ja, das nur mal so von wegen, wir Reviewer würden, ja, um mehr Krempel zu bekommen, irgendwie gezwungen sein, Produkte positiver dastehen zu lassen, als sie sind. Ich gedacht, na, siehst du, das ist ein Beispiel. Ich gesagt, ja klar, schick mir zu, mache ich. Was ich dann aber bekommen habe, das hat erstmal bei mir Kopfkratzen verursacht. Die Jungs und Mädels von Coilmaster haben mir auch tatsächlich Flachdraht zugeschickt. Und zwar soll ich jetzt diesen Flachdraht auf Bitten von Coilmaster reviewen. Jetzt habe ich da mal eine ganz doofe Frage. Was zur Hölle erzähle ich euch jetzt hier über Draht? Draht braucht man natürlich für seine Wicklungen. Da gibt es zig verschiedene Wicklungen. Jede Wicklung braucht ihren eigenen Draht und man kann sie alle ausprobieren. Das fängt an von ganz einfachen Drähten, ja, über gezirbelte Drähte, Klettencoils bis hin zu professionellem Drahtorigami. Da kann man sicherlich an sich eine Menge erzählen, aber einfach nur ein Stück Draht, das ist eine Herausforderung, sowas zu reviewen. Mir fällt auch ehrlich gesagt nichts ein. Ich habe dann einfach mal mir angeguckt, was da ist. Ja, wir haben hier 3 verschiedene Größen von Flachdraht. Einmal 0,1 mal 0,4. Dann haben wir 0,1 mal 0,8 und 0,2 mal 0,8 mm. Ja, ist ganz klar, die erste Zahl bedeutet die Dicke sozusagen des Drahtes und die zweite Zahl ist dann sozusagen die Breite. Ja, hier haben wir also jetzt mal so ein Stück von dem 0,2er mal 0,8 mm, ja, Flachdraht. Aber ich kann euch das jetzt alles schön zeigen. Natürlich wird er auch glühen, wenn ich ihn irgendwo einpacke und so weiter und so fort. Aber ich weiß echt nicht, was ich euch dazu groß erzählen soll. Ja, die Aufmachung ist ganz hübsch. Wir haben hier so viereckige
Spulen, die halt auch von selber stehen können. Die sind selber nochmal eingepackt in so eine Klarsichtbox. Natürlich einmal, um das Drahtchaos zu verhindern, wenn sich da irgendwas löst. Auf der anderen Seite braucht man die aber nicht zwingendermaßen, denn diese viereckigen Spulen haben hier vorne auch so eine Kerbe, in der man den Draht auch wieder festmachen kann, wenn man die benutzt hat. Dementsprechend kann man diese Umverpackungen hier gerne auch für irgendwelche Kleinteile, ich weiß nicht, vielleicht vorbereitete Wicklungen und so weiter benutzen. Ja, das wäre soweit alles, was ich zu diesem Draht zu sagen habe. Preis für etwa 10 Meter auf der Rolle sind $6 auf der Homepage, also werden wir wahrscheinlich diesen Draht für 6 Euro in hiesigen Dampferläden finden. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich habe dann extra nochmal Callmaster angeschrieben und gesagt, Leute, was soll ich denn mit diesem Draht vielleicht ausprobieren oder könnt ihr irgendwas mir mitteilen, ja, was so herausragend über den Draht ist? Antwort von Callmaster, sinngemäß zusammengefasst, pack mal unseren Link drunter unter das Video. Okay, mache ich. Link habt ihr unten in der Infobox, ist ja Draht, ist kein Dampfgerät. Aber, was erzähle ich jetzt dazu? Am besten nichts mehr. Allerdings lag glücklicherweise noch etwas in dem Paket. Und zwar eine Warenprobe von deren Watte. Da kann ich noch ein bisschen was drüber erzählen, weil Watte unterscheidet sich ja doch schon mal. Ja, wir gucken erstmal uns die Packung an. Es ist so dieser Standard-Wattepackung, wie man sie auch von verschiedenen anderen Herstellern kennt. Dieses Paketchen hier soll auch 6 Euro kosten. Ist also, ja, solider Preis, würde ich mal sagen. So, hier gucken. So müsste die Kamera scharf haben. Ja. Ein spezielles Design für hochqualifiziertes oder qualitatives Dampfen. Ja, okay, ob das so special ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall handelt es sich um 100% natürliches Wollmaterial oder Wattenmaterial mit einer feinen Textur und ja, großer Saugkraft. Keine Färbemittel und keine chemische Behandlung. Kein trockener, brandiger Geschmack, wenn das Liquid fast zur Neige ist. Es warnt einen vor, wenn das Liquid nachgefüllt werden muss. Ja, und ansonsten auch lange Lagerzeit und so weiter sorgt nicht dafür, dass es irgendwie Geruchsbelästigung gibt und so weiter. Ja, solange Wartezeit in vollkommenem Zustand, sinngemäß übersetzt, wie gesagt, hier könnt ihr das ablesen. Wenn man das Ganze jetzt hier aufmacht, findet man hier die Watte vor, und zwar in Form von 3 solchen Wattebäuchchen. Ich habe jetzt hier mal den einen rausgenommen, den ich schon aufgefummelt habe. So, und davon könnt ihr dann die Watte abnehmen. Ja. Und ja. Hier abnehmen. Die Watte, fällt mir auf, hat sehr lange Fasern. Ja, ist äußerst fluffig. Und lässt sich auch schon im trockenen Zustand ganz vernünftig modellieren und saugt auch sehr schön Liquid auf. Was mir halt aufgefallen ist, dass die verglichen mit vielen anderen Watten sehr temperaturstabil ist. Ja, also meine herzallerliebste Frau hat es letztens nochmal hinbekommen, dass mein Aufbau mit der VapeMate nicht richtig gefeedet war und hat einen richtig schönen Dry Hit hingelegt.
mit dem Ergebnis sonst immer, dass danach halt die Watte, die in der Wicklung liegt, weggebrannt ist und man nur noch sozusagen die beiden Reste hat, die dann runter in den Verdampfer gehen. Muss natürlich dann immer ausgetauscht werden. Da hat es dann auch wieder mit hinbekommen. Aber hier war überhaupt nichts von der Watte weggebrannt. Ja, die lag immer noch perfekt drin. Es war nichts weggeschmolzen. Konnte man so einfach wieder anfeuchten und weiter dampfen. Von der Saugkraft her liegt sie ganz gut so im Bereich der Muji oder DM-Watte. Die Kendo-Watte, finde ich, saugt noch ein bisschen besser. Und geschmacklich 1A, ja, da ist nichts auszusetzen, kein Nebengeschmack, kein gar nichts. Also im Augenblick bin ich so ein bisschen auch bei der Watte. Es ist so immer wieder, wie gesagt, was mir so an Watte in die Finger fällt. Ja, die Muji-Watte, nö, nicht meins. Ja, aber so, das ist eine schöne Watte. Und ich meine, für 6 Euro das Paket, da habe ich schon höhere Preise gesehen. Und da kommt man ja auch eine ganze Weile mit hin. Nachteil zur Kendo-Watte ist eigentlich wieder, dass wenn man jetzt hier einen Rest hat, der nicht in die Wicklung wandert, dass der ja, verloren ist. Den kann man nicht wieder irgendwie mit dem alten oder mit dem Rest vereinen und dann beim nächsten Mal wieder mitportionieren. Ja, das ist dann halt nicht möglich. Aber ansonsten funktioniert die Watte schon sehr gut. Ja, wenigstens konnte ich jetzt noch was zur Watte erzählen. Wie gesagt, für mich eher ein spannendes Video als für euch wahrscheinlich. Trotzdem möchte ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten, dass es auch mal so Videos gibt, wo man als Reviewer da steht und einfach nicht weiß, was man tun soll. Hier konnte ich es noch irgendwie retten. Ja, dann danke ich Coilmaster für die Herausforderung, hier eine Review zu machen. Euch danke ich wie immer für die Aufmerksamkeit und man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nicht.